All right? Important thing and is the epitome of our evolution. Dieser Sprung, den wir machen müssen, ist das Allerwichtigste und es ist der Spitze unserer Evolution. There is no solution to any world problem, to any national problem, to any city problem or to any local problem unless and until people get their realization. Es gibt keine Lösung für jegliche Weltproblem oder Problem von irgendeiner Stadt oder ein lokales Problem, bis die Leute die Selbstverwirklichung bekommen. Yeah, I studied science, I studied medicine just to know what people talk about. Ich habe die Wissenschaft studiert, Medizin studiert, um zu wissen, wovon die Leute sprechen. And I reached the conclusion that science is absolutely incomplete unless until the scientists are realized souls. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass der Wissenschaft total unvollständig ist, bis die Wissenschaftler ihre Selbstverwirklichung bekommen. Medicine is incomplete. Physics, chemistry, biology, everything is incomplete unless and until you know the divine laws. Medizin, Biologie, Chemie, Physik, alles ist unvollständig, bis sie die göttlichen Regeln kennen. Christ was not a doctor. How did he cure patients? Just touching them. Christus war kein Arzt. Wie hat er die Leute geheilt? Er hat sie nur berührt. Sahaja Yoga has cured people from cancer, from all kinds of diseases which they call incurable. How? Just by awakening the Kundalini. So, with Sahaja Yoga, when the Kundalini rises within you, these 6 chakras get completely integrated. Und so mit Sahaja Yoga, wenn die Kundalini innerhalb von ihnen aufsteigt, werden die 6 Chakra integriert. And the first blessing is the physical well-being. Und der erste Segen ist physisches Wohlbefinden. Because the elements which have created this body go into a complete balance and relationship, they act as an agent to create well-being for you. So, through the awakening of the Kundalini, what happens that these separated 2 sides of the center come back and are expanded by the energy of the Kundalini. Und was passiert, wenn man die Kundalini aufhebt, ist, dass die 2 Seiten des Chakras wieder zusammengezogen werden und dass die Passage in der Mitte wird durch der Kundalini erweitert. So the first manifestation of that is good health. Also die erste Manifestation davon ist gute Gesundheit. The second manifestation of the Kundalini, as I told you, is the dimension of a new awareness called collective consciousness. Die zweite Manifestation, wie ich Ihnen erklärt habe, ist kollektives Bewusstsein, ein neuer Bewusstseinszustand. As a result of that, the mental problems of human beings are solved entirely. Als Resultat davon werden alle mentalen Probleme der Menschen total gelöst. Mental problems comes to us from the left-hand side. Mentale Probleme kommen zu uns von der linken Seite des Kopfes. But actually in the brain they cross over. So it is on this side you have the mental problems created. Und im Gehirn eigentlich kreuzen sich die beiden Kanäle und man spürt es dann auf der rechten Seite, die mentale Probleme. So when the balance comes in, as you see the ego and the superego in the brain, this might be pressing too much when there is ego, or this might be pressing too much when there is superego, causing mental problem. It comes in the center to begin with. Wie Sie sehen, es gibt Ego und Superego im Gehirn.
Und wenn der eine zu groß ist oder der andere, dann drückt es den anderen hinunter und es gibt kein Gleichgewicht mehr. Wenn die Kundalini aufsteigt, gehen sie wieder in ihren Platz und es gibt ein Gleichgewicht. And when this center is awakened, both ego and superego, our karmas and all that are sucked in. Und wenn dieses Zentrum am Stirn erweckt wird, werden die Karmas von unser Ego und Superego eingesaugt. First it gives you a balance by which you become a normal person. Zuerst gibt es ein Gleichgewicht, damit sie ein normaler Mensch werden. And by second happening, it opens you out to the subtle divine power. Und als zweites öffnet es einem zu dem allmächtigen Kraft. Which starts pouring blessings into your being, and you are all the time in connection with that vital power, which we call in Sanskrit as Brahma Shakti, or in the Bible as the all-pervading power of God's love. Und sie sind dann immer in Verbindung mit dieser, was wir in Sanskrit Brahma Shakti nennen, und in der Bibel heißt es die alles durchdringende Kraft Gottes in Verbindung. Und diese Kraft fängt an, in ihnen hinein viele Segen hineinzugeben. So the tensions are finished, because it's all open to go out. Die Spannungen sind vorbei, weil alles offen ist, damit die Sachen rausgehen können. A thought rises and falls off, another thought rises and falls off. But we are on the cusp of the thoughts running all the time. Eine Gedanke kommt und geht wieder hinunter und dann kommt wieder eine Gedanke. Aber wir sind immer oben auf der Welle drauf. In the center of the thought, there's a place which is the present, this present moment, now. Im Zentrum von der Gedanke, zwischen zwei Gedanken, gibt es einen Platz, einen leeren Platz, die jetzt ist. Kundalini takes you through that central part, and thus a peace is established due to thoughtless awareness. You are aware, but you are thoughtless. Kundalini nimmt dich durch diesen zentralen Platz, in einen Platz hinein, wo sie gedankenlos bewusst sind. So you start living in the present. You are not bothered about the future or the past, but in the present, which has such dimensions. Sie sind bewusst, aber sie sind gedankenlos. Und sie kümmern sich nicht mehr um die Zukunft oder um die Vergangenheit. Because the past is finished, future doesn't exist. You enjoy the reality in the present. Weil die Vergangenheit vorbei ist und die Zukunft existiert nicht. Und sie fangen an, die Gegenwart zu genießen. So thus, the Kundalini gives you that blissful feeling of thoughtless awareness. So gibt ihnen die Kundalini diese freudenvolle Gefühl von gedankenlosem Bewusstsein. But if you want to think, you think, and that thinking is inspiration. All right?